Diese Art von Video gab es schon ein paar Mal auf diesem Kanal, aber es ist mal wieder an der Zeit. Es ist mal wieder an der Zeit, den Kleiderschrank radikal auszumisten und vor allem auch aufzuräumen. Ich begrüße euch zu diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid, wenn ich mal wieder meinen Kleiderschrank ausmiste. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist circa ein Jahr her. Es ist seitdem nicht besonders viel Neues dazugekommen, aber meine Einstellung zu so ein paar Sachen hat sich in diesem einem Jahr einfach ein wenig geändert. Für mich macht es einfach mittlerweile überhaupt gar keinen Sinn mehr, Sachen aufzubewahren, die ich einfach nicht trage. Sachen, die ich aufbewahrt habe beim letzten Mal, auch wenn ich wusste, ich habe sie noch nicht oft getragen, aber mit dem Hintergedanken, ja, vielleicht kommt ja doch noch mal eine Gelegenheit, wo ich es brauche. Und mittlerweile denke ich einfach, ich möchte mehr Platz zu Hause haben. Ich möchte auch wirklich nur noch die Dinge in meinem Kleiderschrank haben, die mich glücklich machen und die gut aussehen, die mir stehen und die mir passen vor allem. Es bringt einfach nichts mehr für mich, noch Sachen aufzubewahren, wo ich weiß, ich werde da nicht mehr reinpassen und es sieht einfach blöd aus. Deswegen werde ich in diesem Video auch nicht einfach nur die einzelnen Fächer durchgehen und die Sachen wegtun, sondern ich werde auch ganz viel anprobieren, um zu sehen, wie fühle ich mich da drin. Steht mir das überhaupt? Ist das meine Farbe? Ist das mein Schnitt? Tut mir das gut oder nicht? Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, der beim Ausmisten ganz, ganz wichtig ist, gerade was Kleidung angeht, Sachen auch anzuziehen und sich zu überlegen, brauche ich das wirklich? Ziehe ich das auch wirklich an? Und ich glaube, bei ganz vielen Teilen, die man aus nostalgischen Gründen oder warum auch immer aufbewahrt hat im Kleiderschrank, wenn man sich dann nochmal selber genauer fragt, brauche ich das? Ich glaube, bei ganz vielen Sachen ist die Antwort einfach nein. Und wenn innerlich meine Antwort nein heute lautet, dann kommen diese Teile auch weg. Einerseits wird es mir vielleicht leicht fallen, andererseits aber vielleicht auch nicht. Ich glaube oder ich weiß, es sind so ein paar Teile bei, von denen ich weiß, ich mag sie wirklich sehr gerne. Aber ich glaube, sie sind einfach nichts für mich. Und da wird es mir dann vielleicht ein bisschen schwerer fallen. Eine Sache ist aber auch neu hier eingezogen und wird einen Platz in diesem Kleiderschrank finden. Erzähle ich euch gleich nochmal was zu. Wenn euch dieses Video gefällt, bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie das bei euch mit dem Kleiderschrank aussieht. Ob ihr da auch regelmäßig durchgeht und es euch leicht fällt, euch von Sachen zu trennen, von denen ihr wisst, nee, die trage ich eigentlich eh nicht. Oder ob es euch da doch vielleicht eher so ein bisschen wie mir geht, dass ihr vielleicht auch so ein paar Sachen aus Nostalgie aufbewahrt, die aber eigentlich nur Platz wegnehmen. Ich sage direkt, es ist sehr unordentlich im Kleiderschrank, weil wenn ich mal so den Entschluss gefasst habe, ich räume da auf und ich sortiere da durch, dann gebe ich mir meistens auch einfach gar keine Mühe mehr, wenn ich da neue Sachen, also nach der Wäsche, wenn die Sachen gewaschen sind, falte ich die und dann gebe ich mir aber auch gar keine große Mühe mehr, die dann besonders ordentlich reinzulegen. Deswegen bitte, ja, verurteilt mich nicht für den aktuellen Zustand. Wir hoffen aber natürlich, dass es dann am Ende dieses Videos sehr viel schöner und sehr viel leerer vor allem auch aussieht. Wie gesagt, es herrscht Chaos, ja, also nicht schön, wirklich nicht schön. Das sind aber auch vor allem die ganzen super dicken Winterpullis und die müssen ja jetzt gerade gar nicht mehr in Griffnähe sein. Die werden ganz nach oben ins alleroberste Regalfach auswandern, weil brauche ich jetzt aktuell eh nicht. Sonst habe ich eigentlich folgende Aufteilung. Ich habe einfach mit Kapuzenpullis immer gehabt, dann einfach mit Wollpullis, einfach dann so Blusen und Hemden und dann T-Shirts und daneben halt so die Shirts, so Spaghetti-Shirts, die ich als Unterhemd immer trage. Einfach mit Hosen und Röcken und einfach dann mit Schlafanzügen. Und ich hoffe, beziehungsweise ich glaube, dass ich erstens das T-Shirt-Fach extrem ausmisten kann. Dann bei den Pullis gibt es mit Sicherheit auch einige, die weg können und Schlafanzug auf jeden Fall auch radikal, denke ich. Da sind einige Sachen mir auch einfach zu klein. Genauso bei den Hosen und Röcken. Da sind ganz viele Hosen und auch Röcke bei, die ziehe ich nicht mehr an und die passen mir auch einfach nicht. Das steht mir auch teilweise einfach nicht. Und hier in dieser Tür sind halt
Kleider, also Sommerkleider und auch ja, so, ne, für besondere Anlässe Kleider und Strickjacken. Das ist so das, was da hauptsächlich hängt und so ein paar Blazer. Und bei den Blazern bin ich mir sicher, dass das 1, 2 auch weg können. Ich habe jetzt erstmal alle Pullis rausgeholt und habe direkt so ein paar dabei gesehen, wo ich weiß, die können weg, die ziehe ich nicht mehr an, die gefallen mir einfach nicht mehr. Ich werde hier jetzt erstmal durchsortieren und dann werde ich gleich einen Stapel machen, einen Haufen machen mit den Sachen, die auf jeden Fall weg können, wo ich das einfach weiß, ziehe ich nicht an und gefällt mir nicht. Ich werde einen Stapel machen mit den Sachen, die auf jeden Fall bleiben werden und dann werde ich einen Stapel machen mit den Sachen, die ich anprobieren möchte, die ich anziehen möchte. Ich bin mal gespannt, wie groß dieser Stapel dann letztendlich werden wird. Und ob wir eventuell auch so ein bisschen was zu lachen haben werden, wir werden es sehen. Das ist ein Pulli, der ist zwar sehr schön gewesen, als ich den gekauft habe, aber der ist so aus der Form gegangen. Das ist, also der sieht einfach getragen überhaupt nicht mehr schön aus. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass das auch nicht die vorteilhafteste Farbe für mich ist. Deswegen kommt der raus. Genauso wie der hier. Bei dem hier ist das halt mega schade. Ich habe den hier mal gekauft, das war auch noch während einem Vlogmas-Video und ich finde den nach wie vor super schön. Das ist ein Pulli, aber ich habe dann scheinbar, also das ist die einzige Erklärung, die ich habe, es sind halt hier 2 Flecken drin. Einmal hier und dann nochmal einer am Ärmel und ich habe scheinbar, also die gehen auch in der Wäsche partout nicht raus, egal wie die behandelt werden. Und meine Vermutung ist, dass ich nach dem Haarefärben, ich färbe mir ja meine Haare zu Hause, das Handtuch, mit dem das ich mir dann halt umgebunden habe als Schutz um die Schultern gemacht habe, dass da ein paar Kleckse von der Farbe draufgekommen sind, dass ich das wahrscheinlich in dem Wäschesarg, wo wir halt die dreckige Wäsche sammeln, dass ich das dann vielleicht versehentlich da drauf gelegt habe und das so von der Haarfarbe etwas in diesem Pulli gelandet ist. Und das ist einfach sauschade, weil ich glaube, ich habe den nur 2-mal oder so getragen. Ich finde den nach wie vor so schön. Ich habe mich schon informiert, ob ich den vielleicht auch einfach färben kann, weil das wäre nämlich eine ganz gute Alternative gewesen, um diesen schönen Pulli jetzt nicht wegtun zu müssen, den schwarz zu färben. Aber der ist nicht aus 100% Baumwolle. Da ist nämlich auch ein Synthetikanteil drin. Und da wurde mir gesagt, Synthetik kannst du vergessen. Das nimmt die Farbe dann einfach nicht an. Sehr, sehr schade. Aber ich werde mich jetzt wohl doch schweren Herzens davon trennen müssen, weil es mit den Flecken, das sind halt auch an Stellen, ich wüsste nicht, was ich da anderes machen soll. Wenn jemand eine Idee hat, gerne in die Kommentare. Schritt 1. Das sind alles Kapuzenpullis, die bleiben, also oder Sweatshirts, sowas in der Richtung, ist jede Menge. Und das sind alles Winterpullis, die bleiben. Auch das sind echt viele. Mir war vorher gar nicht bewusst, wie viele Winterpullis ich tatsächlich habe. Das da hinten ist der Stapel mit den Sachen, die auf jeden Fall rausfliegen. Wie vermutet ist der anzuprobieren Stapel jetzt bei den Oberteilen, bei den Shirts und so weiter, ja, sehr gewachsen. Das hier finde ich nach wie vor sehr, sehr schön, aber ich bin mir nicht sicher, ob es mir an mir auch gefällt. Und ich habe halt hier so ein paar schickere Oberteile, die ich vor ein paar Jahren mal bestellt habe. Und der Stapel mit Sachen, die wegkommen. Ich habe ganz, ganz viele uralte, ausgeleierte, ausgewaschene T-Shirts weggetan. Der Stapel ist um einiges gewachsen.
Und ich werde jetzt das bisschen, was an T-Shirts noch übrig geblieben ist, einräumen. Vorher möchte ich euch aber noch etwas zeigen, das gerade hier neu für meinen Kleiderschrank angekommen ist, über das ich mich sehr freue und richtig hübsch finde. Und deswegen darf dieses Teil auch wirklich sehr lange erstmal in meinem Kleiderschrank bleiben. Ich freue mich sehr, dass ich Teil der Summer Dresses Kampagne von Armed Angels sein darf. Und im Rahmen dieser Kampagne ist dieses hübsche Kleidchen ganz frisch bei mir eingezogen. Und das Besondere an der Summer Dresses Kollektion von Armed Angels ist, dass die gesamte Kollektion zu 100% aus nachhaltigen Stoffen besteht. Mit den Kleidern reduziert ihr also den Fußabdruck eurer Garderobe. Und ich habe mich für dieses Kleidchen entschieden. Das ist das Hera Water Dots in der Farbe Hibiskus und besteht zu 100% aus Tencel. Das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Stoff in Berührung komme und ich war sofort verliebt, muss ich sagen. Gerade bei so einem Kleidchen. Dieser Stoff ist so luftig und fließend und ist einfach richtig angenehm auf der Haut. Er ist nämlich, ja, einfach richtig leicht und weich auch noch dazu und Tencel ist sogar temperaturregulierend. Ich finde auch der Schnitt und die Farbe sind einfach perfekt für den anstehenden Sommer. Sommerlicher geht es eigentlich gar nicht und außerdem passt das auch perfekt. Der Sommer 2022 soll nämlich zum Kleidersommer für mich werden. Ich habe das so für mich beschlossen. Ich hatte das eigentlich letztes Jahr schon beschlossen, aber dann hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt. Aber dieses Jahr hoffe ich da sehr drauf. Ich möchte den Sommer eigentlich am liebsten nur im Kleidchen verbringen. Und da passt das, wie gesagt, einfach perfekt. Und wenn auch ihr nach schönen Sommerkleidchen sucht, dann schaut sehr, sehr gerne mal bei Armed Angels vorbei. Ihr findet den Link direkt zu den ganzen Kleidern in der Infobox. Und wenn ihr den Code PiaKatrina_15 eingibt, spart ihr 15% auf der ganzen Webseite bis zum 19. Juni. Schaut sehr, sehr gerne da vorbei. Es gibt wirklich wunderschöne Kleider. Und ja, dieses Kleidchen wird jetzt einen festen Platz in meinem neu aufgeräumten und aussortierten Kleiderschrank finden. Und ich freue mich sehr darauf, es dann jetzt diesen Sommer, ja, endlich richtig ausführen zu können. Es ist warm. Ich brauche dringend eine kleine Pause. Ich wollte euch aber noch 2 Tipps so ein bisschen mit an die Hand geben, was das Ausmisten angeht. Ich habe nämlich eine Jeans von mir gefunden, die ich nicht mehr trage, die ich eigentlich ganz gerne mag, aber da ist mir das Knie, also wirklich, da ist ein Riesenloch drin. Das ist mir komplett aufgerissen. Und ich dachte, ich würde hier einfach mal testen, ob ich mir da selber eine Shorts draus machen kann. Das werde ich einfach mal gucken. Ich werde mir mal so ein Tutorial angucken im Internet, wie man das am besten macht. Und werde dann auch mal gucken, was so die schönste Länge ist. Werde das mal gucken, ob ich das irgendwie dann umkrempeln kann, sodass der Saum dann auch einigermaßen gut aussieht. Und eine Sache auch noch, das war halt auch so einer der Anschaffungen, die sich einfach wirklich, wirklich gelohnt haben. Ihr kennt das vielleicht bei manche Kleidungsstücke sind da einfach super anfällig für Pilling. Diese kleinen Knötchen, die sich auf der Kleidung ja so absetzen, die da so abstehen und wodurch das Kleidungsstück einfach nicht mehr schön aussieht. Es sieht dann total abgetragen aus. Fusselrasierer. Ein Fusselrasierer war für mich die Anschaffung des letzten Jahres. Ich bin über sämtliche Klamotten von mir darüber gegangen und auch über Klamotten von meinem Sohn. Und dieses Ding wirkt Wunder. Ich kann euch mal den verlinken, den ich benutze, den ich gekauft habe. Aber generell, so ein Fusselrasierer ist wirklich pure Magie. Plötzlich sieht so ein vorher abgetragenes Teil wieder richtig schön frisch aus. Das hier ist er jetzt. Der Stapel mit Klamotten, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob sie mir noch gefallen. Ob sie mir an mir noch gefallen, sagen wir mal so. Weil da sind Teile dabei, die mir sehr gut gefallen. Aber wo ich einfach bei mir immer unsicher war, ob ich es tragen kann oder nicht. Oder ob das eher doch nichts für mich ist. Ich mag halt diese Plissé-Röcke total gerne. Und ich habe auch erst letztes Jahr hier einen in Schwarz gekauft. Und finde den nach wie vor wunderschön. Aber ich habe bei mir immer den Eindruck, es trägt einfach nur auf.
Und so schade es ist, also wirklich, wie gesagt, ich habe den erst letztes Jahr gekauft. Und ich werde es jetzt nochmal anziehen. Ich meine, bei dem hier, die Farbe ist sowieso sehr speziell und der Stoff ist hier halt auch nochmal echt, ja, nochmal ein anderer. Hier, der ist halt richtig schön flowy und weich. Ich werde es anprobieren und dann nochmal in mich gehen und überlegen. Genauso wie die ganzen anderen Teile hier noch. Es wird noch ein bisschen dauern. Also das Anprobieren wird auf jeden Fall auch ein Weilchen dauern. Aber wir legen mal los. Outside, a little bit high on the feeling, can't seem to focus. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty up from the minute that I met you. Trying to get your attention, you make me nervous. In the corner of my best friend's sofa, you were getting buzzed on rum and cola. Wasn't brave enough yet just to talk to you. Not a smooth talker under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Es ist ein paar Tage später. Ich habe über manche Entscheidungen ja ein bisschen schlafen müssen und ihr habt es gesehen, ich habe einiges anprobiert. Es war vieles dabei, das mich positiv überrascht hat, das nämlich dann doch ganz schön ausgesehen hat. Beispielsweise eine schwarze Hose, die ich noch nie wirklich angehabt habe, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe die mal gekauft, da habe ich auf einer Messe gearbeitet für meine Arbeit früher. Da brauchte ich halt eine schicke Hose für und da habe ich die gekauft und habe sie halt nur auf dieser Messe getragen und danach irgendwie nicht wieder. Ich habe sie dann nie aussortiert, weil ich dachte, wenn mal bei einer schickeren Gelegenheit, auch nochmal für Arbeit und so weiter, schadet es nicht, eine Hose im Schrank zu haben, die ja halt ein bisschen schicker ist, die keine Jeans ist. Und ich war der festen Meinung, dass mir diese Hose mittlerweile viel zu klein ist. Deswegen dachte ich, die kann auf jeden Fall weg. Ich habe sie anprobiert und sie saß erstaunlich gut, muss ich sagen. Sie hat auch einen ganz schönen Hintern gemacht, im Gegensatz zu manch anderer Hose, die dann jetzt auch rausgeflogen ist. Ich habe halt für mich festgestellt, dass diese Hosen, wie sie ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, wie sie sehr im Trend waren, die halt eine Schleife vorne haben, dass das einfach nichts, ja, tut mir nichts. Das trägt bei mir einfach nur auf und sieht, finde ich, auch nicht wirklich schön mehr, also an mir aus. Mir gefällt das sehr gut, aber mir hat es mir gar nicht gefallen. Deswegen sind diese Hosen alle raus, alle raus, alle raus. Und sie waren teilweise auch zu groß. Es ist aber ein riesengroßer Haufen an Klamotten ausgezogen. Ich hatte auch bei der Anprobe so ein Teil, das war diese Super Mario Leggings, die ihr auch gerade gesehen habt. Das ist so ein Teil, das habe ich auch mal gekauft. Eigentlich halt auch eher es war ein Erinnerungsstück, sagen wir mal so. Es war ein Erinnerungsstück und ich habe sie nie weggetan, weil ich sie eine Zeit lang halt auch zu Hause einfach so als Gemütlichkeitsklamotten angezogen habe. Das ist jetzt aber auch schon viele, viele Jahre her. Und jetzt lag sie halt einfach wirklich nur aus reinen nostalgischen Gründen in meinem Kleiderschrank. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht findet sich ja doch jemand, der dieses Kleidungsstück mehr zu schätzen weiß, der vielleicht doch wirklich Freude dran hat und sie auch tatsächlich anzieht. Ja, man wird es sehen, aber jetzt hier durfte sie ausziehen und genauso wie ein ganz großer Haufen weiterer Klamotten auch.
Ich habe alles wieder jetzt schön eingeräumt in den Kleiderschrank. Es sind jetzt noch mal ein paar Sachen dazugekommen, weil einige Sachen in der Wäsche waren. Ich dachte ja auch, ich hätte kaum noch T-Shirts jetzt, aber es sind doch noch welche da, weil viele waren in der Wäsche. Ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr happy damit, endlich wieder einen einigermaßen aufgeräumten Kleiderschrank zu haben. Und vor allem, dass ich jetzt auch weiß, was mir passt und was mir steht und was nicht. Und ich freue mich natürlich auch sehr über das neue Sommerkleid von Armed Angels, das ich gestern, als es hier richtig, richtig schön heiß war, auch tragen konnte. Und es war herrlich, muss ich sagen. Es war richtig schön, locker, leicht auf der Haut. Also, nicht vergessen, bei Armed Angels auf der Seite vorbeizuschauen. Schaut euch da mal die Kleider an. PiaKatrina_15 nicht vergessen, wenn ihr dort einkauft. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.